In dieser Folge geht es um unseren humanoiden Avatar Kilian. Über die Kamera erkennt er Objekte und Texte und im Anschluss kann man mit ihm über das Gesehene sprechen. Wir zeigen das live und nehmen danach die Architektur auseinander, die das möglich macht. Dabei wird schnell klar, es gibt nicht die KI, sondern ein fein abgestimmtes Zusammenspiel vieler Komponenten. Warum genau ein kleiner Baustein die KI ist und wie die ganze Restarchitektur ausschaut, das sehen wir uns etwas genauer an. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, wann wir über DocPro gesprochen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich schon ein paar Monate her, fast ein Jahr. Kann gut sein. Kannst du dich erinnern, welche Chat- oder welche GBT-Variante damals aktuell war? Das war, glaube ich, vor oder 4 noch. Das müsste 4 Wo sind wir jetzt? sein. Jetzt gibt es mittlerweile GPT 5.5, aber das spielt bei dem Kilian keine Rolle mehr. Diese Entwicklung, bevor wir dann auf Kilian gehen, der Large Language Modelle, womit hat das zu tun? Also werden die dann in bestimmten Bereichen verbessert, beschleunigt? Sind die dann Sie werden anders trainiert. Also an der Technologie an sich, da steckt ein Algorithmus dahinter, der Transformer-Algorithmus, der hat sich seit 2017 nicht großartig geändert. Aber die Menge an Energie, die ich reinstecke, um das Dataset, also KI-Modelle, LLM-Modelle werden mit einem Dataset trainiert. Und die Energie, die ich reinstecke, dieses Dataset A zu optimieren und dann zu trainieren, also der Umfang des Datasets wird größer, die Vorbereitung des Datasets wird halt verbessert. Das ist das Key-Element, der Schlüssel, warum sich Language-Modelle verändern und verbessern, worüber die neue Fähigkeiten lernen und wie sich Modelle weiterentwickeln halt. Nun haben wir hier ja, bevor wir auf die Architektur gehen, das System mit einer Kamera ausgestattet, sodass es quasi Bilderkennung macht. Sind dann bei diesen Large Language Modellen auch schon Fähigkeiten dabei, die genau das dann beherrschen, oder muss ich dann für diesen speziellen Fall ein besonderes Modell benutzen? Es gibt also Jein, beides. Dieses Feature nennt sich halt Vision, ja, und ist eine Disziplin der sogenannten multimodalen Modelle. Und multimodale Modelle sind Modelle, die halt nicht nur Sprache, sondern halt auch andere Sachen verstehen, Audio, Video. Und dieses Vision-Feature sozusagen kann man einem Modell halt auch antrainieren. Und es gibt von verschiedenen Modellen gibt es eine Vision- und eine Nicht-Vision-Variante. Das hängt dann sehr speziell bei Llama ist das so, da gibt es in einer bestimmten Version kann das Vision, in einer anderen kann es nicht Vision halt. Das ist eine Frage des Trainings auch. So, wenn wir jetzt den Kilian mal betrachten, wie wir in der DocPro-Anwendung, wo es um die Optimierung von der Notfallaufnahme geht. Da sind ja Sensoriken dran, da war da war ein Mikro dran, dass das System halt quasi mit dem Patienten in Kontakt treten kann. Hier haben wir ihn jetzt quasi mit einer Kamera ausgestattet, also mit einem Auge ausgestattet. Gibt es jetzt einen Unterschied zwischen, dass das System etwas sieht und dem, wie soll man sagen, des Verstehen und des Erkennens von dem, was es sieht? Ja, wir sind bei dem alten Modell. Der konnte sozusagen hören und fühlen, aber das Hören war dadurch, dass wir das Audiosignal in den Text umwandeln, war das auch nur Lesen. Also er konnte lesen und Daten interpretieren. Das Fühlen sozusagen, wie ist dein Puls, wie ist dein Blutdruck, war auch nur das Auswerten von Zahlen. Also der konnte im Prinzip nur lesen. Ja? Und in dem neuen Ansatz, den wir hier haben, da geht halt Bildinformation richtig in das Modell rein und wird interpretiert. Der hat halt tatsächlich ein paar Augen bekommen zum Sehen halt. Also er kann nicht nur lesen, er kann auch sehen. Das heißt, wir haben das ja hier aufgebaut. Wir haben jetzt auf diesem Rechner ganz normal in einem Browser Kilian laufen. An dem Rechner ist eine Kamera eingeschaltet, die steht bei dir dort unten. Genau. Und die Kamera ist ganz normal mit einem USB-Kabel, sozusagen mit Kilian verbunden. Und der Videostrom, der Kamerastrom fließt dann über die Anwendung zu unserer Architektur, wird ausgewertet und dann reagiert das System. So, dann schalten wir jetzt mal um. So, dann sehen wir jetzt den Kilian. Wir haben rechts unten das Kamerabild eingebaut, sodass man also sieht, was die Kamera oder was vor der Kamera entsteht. Und ich würde dann jetzt Timo mal bitten, ich verrate nicht, was das für ein Objekt ist. Ich sehe eine weiße Tasse in der Hand. Die Tasse ist leicht verschwommen, was auf eine Bewegung oder eine unscharfe Kameraausrichtung hindeutet.
Also das war jetzt schon ziemlich gut. Noch interessanter wird es dann, wenn wir jetzt in den Textmodus umschalten, da es eine Showcase ist. Machen wir das hier einfach per Knopfdruck. Das werde ich jetzt mal tun. Jetzt haben wir in den Textmodus umgeschaltet und jetzt wird es halt wirklich interessant. Gucken wir jetzt auch gerade davor halten. Könnten Sie das Objekt bitte ruhig in die Kamera halten, damit ich es deutlicher erkennen kann? Der Artikel aus der WM 2026 befasst sich mit dem Trainer Nagelsmann und seiner Lernphase beim Wechsel von seinem bisherigen Coaching-Style. Er wird als Führer mit negativen Folgen beschrieben, der sich auf das Spielverhalten und die Mannschaftsschemata konzentriert. Der Artikel behandelt Nagelsmanns neue Rolle als Trainer der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 und seine Anpassung an die Veränderungen nach dem Abschied von der Bundesliga. Er wird als Lernender dargestellt, der aus negativen Erfahrungen lernen und das Team neu organisieren soll. Also schon kann ich nicht lesen. faszinierend, ne? Also er hat jetzt, das ist ein 4K-Foto, was er aufgenommen hat, also relativ scharf. Ja. Offensichtlich auch wirklich gut lesbar und er hat jetzt den kompletten Text ausgewertet und für mich zusammengefasst. Mich hat es beeindruckt, was damit möglich ist. Wenn wir uns jetzt mal auf die Architektur konzentrieren und mal anschauen, wie das Ganze gebaut ist, Timo, dann würde ich das Wort wieder an dich übergeben. Ja, ich habe dazu ein Bild, das werden wir wahrscheinlich hin und wieder mal einblenden, während ich da was dazu sage. Das ist halt schon sehr komplex aufgebaut, das ganze System. Es ist nicht nur ein Teil. Was wir hier sehen, ist erstmal eine Webseite. Also der Avatar, den wir da sehen, der wird nicht auf dem Computer erzeugt, sondern der wird nur per Videostream dahin übertragen. Was ja schon an sich interessant ist, Ja, ne? Also genau. da wird quasi, wird dynamisch, wenn man so will, ein Bild auf einem Server erzeugt und in den Videostrom wie ein YouTube-Video dann an den Browser geschickt. Hat den großen Vorteil, dass man natürlich hardwareunabhängig ist und das auch auf dem Handy dann sich angucken kann, wo ich keine Software drauf installieren muss, etc. und auch keine Grafikbeschleuniger brauche und. Diese Webseite, da hängt ganz wie bei allen Webanwendungen üblich ein Backend dahinter. Wir nennen das die Avatar-API und das ist die zentrale Schaltzentrale, die quasi alles miteinander verbindet. Das Audio und Video, was jetzt von dem Rechner reingeht, das wandert durch diese API erstmal an ein Model, an ein KI-Modell, was aus dem Ton Text macht. Weil wir sind nach wie vor bei einem Language-Model, was frisst erstmal nur Text und Bilder, aber primär erstmal Text. Wenn das zurückkommt, dann geht das wieder an die API zurück. Die API gibt es dann an das nächste Bauteil, das ist das nennen wir VLM-Service. Das ist der Teil, wo dann quasi die übersetzte Sache, was ich dem Avatar gesagt habe oder was ich ihm reingegeben habe als Bild, dann hin an ein Sprachmodell wirklich übertragen wird und ausgewertet wird. Hinten dran hängt ein Sprachmodell. In dem Fall ist das Qwen-Modell, Qwen-Vision-Modell. Das ist ein sehr kleines Modell. Das läuft auf Hardware hier lokal. Das läuft nicht in irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeinem Anbieter, sondern das haben wir so in unserem Datacenter, hosten wir das selber. Also sehr spannend für den Datenschutz auch. Und da wird das Bild dann quasi ausgewertet von und eine Antwort generiert. Diese Antwort geht wieder zurück an. Lass mich ganz kurz da reingrätschen, das ist ja ein interessanter Punkt. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie sensible Informationen hätte, würden die hier bei uns bleiben. Ja. Und kann ich dann sagen, dass alles weitere, wenn ich dann weitere amerikanische oder welche Dienste auch immer benutzen würde, dass ich dann einigermaßen autark und davon ausgehen kann, dass die sensiblen Informationen bei uns bleiben, oder werden immer noch Teile dann in irgendeinen anderen Datenstrom reingegeben? Stand heute sind wir fast 100% autark. Was wir nutzen, ist immer noch von den Azure Services, die Cognitive Speech Services. Das ist der Teil, der quasi das, was ich spreche, in Text umsetzt und das, was ich ihm als Antworttext gebe, wieder in Sprache erzeugt. Aber das wäre ja fragment. Das heißt, das Bild geht nirgendwo hin. Okay, Das Bild gut. bleibt hier, das, Super. was ich in die Kamera halte, das bleibt alles quasi außerhalb irgendwelcher Fremddatacenter. Lediglich der Text, der gesagt wird, der wird dort übersetzt und selbst das könnte man noch quasi lokal laufen lassen. Es gibt nur noch kein gutes System, was live die Mundbewegung dazu generiert. Also das Sprachmodell von Microsoft in dem Fall ist das ja dann, was den Ton in einen Text oder den Text in einen Ton umsetzt. In dem Fall, wo er es den Text in den Ton umsetzt,
erzeugt auch noch Anweisungen, wie der Mund und die Gestik dabei ist. Okay. Und das ist noch ein bisschen tricky, das selber zu machen. Da haben wir noch keine Lösung lokal laufen für. Aber jetzt weiter im Text, ich habe dich ja Schröde unterbrochen, Rüde unterbrochen. Ja. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das Bild quasi an das VLM, an das Vision Language Model gegeben haben. Das hat eine Antwort generiert, die kommt wieder in Form von Text. Dann gehen wir in den besagten Speech Services rein, der quasi die Mundbewegung und den Ton zu dem Text erzeugt, der aus dem Sprachmodell zurückkam. Und das Ganze geht dann an einen Unreal-Server. Unreal ist eine Spiele-Engine, die aber auch vermehrt in der Videoproduktion, in Filmproduktion, sehr spannendes Thema, virtuelle Filmsets mit Unreal, wo Schauspieler von einer riesen Leinwand steht und das hinten drum wird alles mit Unreal generiert. Aus dieser Ecke kommt der Avatar, weil wir setzen dann ein Produkt ein, das nennt sich MetaHuman und der quasi kann in Echtzeit dann die Gestik, die Mimik und alles und die Bewegung halt umsetzen und dieses Bild rendern. In Videospielen ist das alles vorbereitet, da ist das keine Kunst, da ist das gescriptet, da steht heute schon fest, wie sich die Figur in 3 Jahren bewegt, aber wir machen das ja live. Ja, wir geben ihm ja etwas nicht Vorhersehbares, nämlich die Antwort auf eine Frage, die wir vorher nicht wissen, weil sie kommt ja vom User. Also müssen wir alles live machen. Und das macht quasi dieser Unreal-Server mit MetaHuman zusammen. Damit wir das dann wieder in den Webbrowser zurückkriegen, muss das dann durch einen sogenannten Pixel-Streaming-Server in einen Videostream umgewandelt werden, wo dann der Ton und das Bild miteinander halt wieder an den Browser übertragen wird und dann sind wir wieder vorne beim User, der das dann zu Gesicht bekommt und sich anhören kann. Dazwischen ist noch ein bisschen Infrastruktur, damit wir das Ganze multimandantenfähig machen können und so Sachen, die halt nicht so spannend sind, aber die auch notwendig sind. Die aber auch damit zu tun haben, dass so ein Avatar einen Rechner blockt, weil das ist ja wie ein Spiel, was für einen User läuft. Da haben wir natürlich mehrere Maschinen parat, die dann quasi zugeordnet wird, der Kilian läuft jetzt auf der Maschine, da ist eine Maschine frei, der Kilian läuft jetzt da. Und die ganze Technik drumherum ist halt ein riesen Setup, damit ich am Ende ihm eine Frage stellen kann oder ein Bild hinzeigen kann und dann wieder Antwort bekomme. Das heißt also, wenn ich einen Kilian laufen habe, brauche ich auf der Backend-Seite mindestens irgendwie einen Service, der diesen Kilian dann auch abbildet, weil es ja sozusagen dynamisch oder online oder live ist. Genau. Wenn ich ihm jetzt, also ich stelle ihm eine dumme Frage und er erkennt, das ist eine dumme Frage und nimmt die Hand vor das Gesicht, so nach dem Motto, was ist denn das für eine dumme Frage, dann müsste ich das als Geste auch quasi programmieren, damit er das dann so macht. Naja. Und dann würde sich die ganze, wie soll man sagen, die Mimik und die ganze Architektur auch darin gehen, wieder verändern, oder? Das haben wir ja bei DocPro drin. In dem Moment, wo eine Auswertung lange dauert, lenkt er ja ein bisschen mit Bewegung und notiert was mit solchen Animationen dann quasi, damit er nicht stur glasig durch einen durchschaut die ganze Zeit, haben wir das drin. Das musst du aber dann tatsächlich als entsprechende Animation und Bewegung reinprogrammieren und triggern, dass dann, wenn das passiert, dann bewege das und das. Jetzt haben wir in unserem Titel, haben wir es ja so beschrieben, Kilian liest mit vom Dokument zum KI-Gespräch. Also KI-Gespräch impliziert ja, es ist eine KI, die dahinter liegt. Wie hoch ist denn jetzt der prozentuale Anteil in der Architektur, wo tatsächlich ein KI-Modul oder ein LLM eingesetzt wird? Im Gesamtbild betrachtet gar nicht so hoch. Also vielleicht 30%, sage ich mal, von der gesamten Architektur, weil wir haben 2 Stellen, wo KI zum Einsatz kommt. Das eine ist, nachdem das alles halt aufbereitet wurde für das LLM, die Auswertung des LLMs für das, was ich reingegeben habe, und auf der anderen Seite die Umwandlung von Sprache nach Text und Text nach Sprache. Das sind die beiden Stellen, wo KI zum Einsatz kommt. Alles andere, das ganze Routing, das ganze Übersetzen und dahin und der Pixelstream und 80% von dieser Infrastruktur hat nichts mit KI zu tun. Ja? Die ist nur hinten dran geflanscht, damit er halt irgendwie was sagen kann. Ist es jetzt so konzipiert, dass ich mich auch mit Kilian über den Artikel unterhalten könnte? Also merkt er sich sozusagen den Kontext des Artikels? Er funktioniert wie ein Rack halt, also wie man das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Das heißt, was im Kontext drin ist, da kann ich mich dann auch drüber unterhalten, weil das hat er ja noch sozusagen in seinem Kurzzeitgedächtnis, ist übertrieben, aber er weiß schon noch, was er vor 2 Minuten gesagt hat. Ja. Also jetzt, wir kommen ja nachher nochmal zu den möglichen Anwendungsfällen. Wenn ich jetzt ein kompliziertes
schreiben ein Dokument oder was auch immer hätte, würde ihm das hinhalten, so nach dem Motto, ich verstehe hier nichts, fass es mir mal zusammen, erklär mir die Zusammenhänge, wäre das möglicherweise möglich. Ja, möglich. Was ist denn dann, wenn du jetzt sagst, oder wenn man so an diese Konzeption des Systems denkt, was ist denn das Komplizierte? Ist das Komplizierte jetzt das Anprogrammieren von irgendeinem LLM oder ist das Komplizierte oder Schwierige, jetzt die gesamten Komponenten irgendwie in den Einklang zu bringen? Letzteres. Also der Aufbau ist ja schon nicht gerade trivial. Ja, und diese ganze Kommunikation, dass dieses von da zu Azure, von da wieder zum VLM, vom VLM zum Unreal, vom Unreal wieder zurück zur API, von der API zum. Dieses ganze Konstrukt ist relativ kompliziert aufzubauen, hat natürlich hohes Potenzial, dass irgendwas verloren oder schief geht und das ganze Ding stillsteht, wie die Deutsche Bahn heute. Die haben auch nur ein Software-Update eingespielt. Da ist doch nicht mal KI dabei, Da ist oder? immer KI dabei, schaffen es auch. Aber zurück zum Thema, der schwierigste Teil in der Umsetzung für mich war tatsächlich, die Hardware dafür zu finden, auf der wir das zum Laufen kriegen und dass wir halt hier eine Hardware haben, die, sie braucht ja Grafikbeschleuniger, also Grafikkarten, Gamingkarten, was auch immer, Grafikkarten, um A, das Sprachmodell laufen zu lassen, es läuft ja lokal, und B, dass der Avatar über Unreal gerendert werden kann und dass wir diese Hardware, die nur begrenzt verfügbar ist, in einem System anbieten, was dann selber dafür sorgt, dass die Leute nicht Schlange stehen müssen, sondern dass halt dann entsprechend auf verschiedenen Maschinen das auch läuft. Ja? Und die gleiche Hardware, die hier dahinter steckt, die wird zum Teil für DocPro genommen, wo dann halt abgestellt ist, der Rechner, da läuft der Kilian für DocPro drauf und auf dem Rechner läuft jetzt der Showcase Kilian, ja, dass das alles geroutet wird hinten dran. Diese ganze Technologie, dieses Streaming-Setup und das Ganze miteinander verknüpft, das ist der spannende Teil, glaube ich. Je komplexer, je fehleranfälliger, was ist so die Erfahrung im DocPro-Lauf in dieser Showcase-Nutzung? Wenn es klemmt, wo geht am ehesten was kaputt? Boah, das ist eine gute Frage. Das Lizenzmodell des LLMs läuft aus. Ja, so Sachen können halt passieren, dass man bei dem Pixel-Streaming, nee, nicht beim Pixel, ich meine das Voice, Text-to-Speech, Speech-to-Text, was der einzige Dienst ist, der tatsächlich noch quasi irgendwie bezahlt werden muss, hinten dran, dass man da vielleicht die Rechnung nicht bezahlt hat oder keine Ahnung, die Karte abgelaufen ist oder irgend sowas. Irgendwas, ja. Das ist noch wahrscheinlicher als irgendwas anderes, weil tatsächlich läuft das Unreal-Zeug super stabil. Also wir starten das halt auch regelmäßig automatisiert durch, damit es halt alles frisch bleibt sozusagen, ja. Aber da haben wir, wo mussten wir in der Vergangenheit jemals eingreifen? Eigentlich nur, wenn sich hinten dran irgendwie ein Modell geändert hat. Und das war bei DocPro, hatten wir da noch 2 Stellen. Da haben wir nämlich das Sprachmodell von einem Anbieter genommen. Da haben wir GPT hinten dran gehabt, während der Testphase zumindest. Und hier haben wir ja sogar für das Sprachmodell ein eigenes, was lokal läuft. Das sind wir ja auch nicht mehr abhängig davon, dass jemand anderes seinen Job macht. Du hast es eben schon mal angedeutet, dass quasi nur die Microsoft Speech Services aus der Cloud bezogen werden. Wenn es da eine Alternative gäbe, ob es eine Open-Source-Variante ist oder Gott weiß was, könnte man quasi komplett autark operieren. Ist es umgekehrt auch denkbar, alles, was wir jetzt quasi selber hosten, auch die Hardware, das aus der Cloud zu beziehen? Ist das? Ja, kann man machen. Es gibt, wie gesagt, wir brauchen nur GPUs dafür, um das Unreal laufen zu lassen, um das Language-Modell laufen zu lassen. Das Language-Modell kann ich so direkt beim Anbieter halt als Dienstleistung sogar beziehen. Da muss ich nicht mal einen Rechner vermieten, der das kann, sondern kann direkt das Language-Modell mieten. Und bei der Unreal Engine im Avatar haben wir auch als Fallback, wenn wir mal ausfallen, haben wir da zum Beispiel bei Google geht das, bei AWS geht es auch, bei Microsoft auch. Nur bei Google war es am einfachsten, an diese Maschinen dranzukommen. Die haben sich nicht so angestellt. Alle anderen wollten da lieber noch mal wissen, wofür wir das nutzen, bevor Ehrlich? du da dran hast. Ja. Wenn du war zumindest vor einem halben Jahr so, wenn du eine Maschine mit Grafikkarte wolltest bei Microsoft, als jemand, der vorher noch keinen Vertrag mit denen in diesem Umfeld hatte, dann musste das über ein Service-Ticket freigegeben werden. Das gleiche war bei AWS. Ich habe das bei allen 3 gemacht. Geantwortet hat nur Google. Aber so von der Latenz und Geschwindigkeit gibt es jetzt keinen Nachteil, wenn man die Dinge aus der Cloud bezieht. Nö, wir sind ja im Prinzip auch die Cloud. Ja, wenn genau, jemand gut. von seinem Rechner daheim darauf zugreift, dann greift er ja auch über Internet auf einen Server zu.
der steht halt dann in einem anderen Datacenter, wie wenn er das bei Google macht. Aber der steht ja nicht bei ihm daheim. Also sind wir in dem Fall auch die Cloud und das macht von der Latenz und der Architektur keinen Unterschied. Nun haben wir es ja als Showcase gebaut, also quasi einfach nur mal, um selber wieder Erfahrung aufzubauen, zu schauen, wie diese Vision-Modelle anprogrammierbar sind, wie die Stabilität von dem Gesamtsystem abläuft, etc. Siehst du, oder sagen wir andersrum, in der IT ist ja irgendwie alles möglich, jede auch noch so aberwitzige Idee lässt sich umsetzen. Aber siehst du für das, was wir hier jetzt entwickelt haben, einen interessanten Anwendungsfall? Also man hat ja eben gesehen, wie schnell er das Ja. lesen kann. Und wenn man das kombiniert mit so Sachen wie fass mir mal zusammen oder erklär es mir in einfacher Sprache, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dafür gute Use Cases gibt in dem Human-Machine-Interface-Bereich, wo ich Vorteile durch Avatare ziehe. Da kann ich natürlich das mit solchen Fähigkeiten kombinieren. Und ich könnte mir vorstellen, stell dir mal vor, du hast irgendwie, keine Ahnung, kriegst irgendeinen Brief vom Finanzamt, verstehst kein Wort davon, gehst auf die Seite vom Finanzamt, dann grüßt dich Kilian und erklärt dir, was auf dem Ding draufsteht, nur wenn du es kurz ins Bild hältst oder solche Sachen. Oder Zumal ja im Hintergrund dann noch weitere Informationen bereitgestellt werden könnten, die jetzt vielleicht auch sogar der normale Mitarbeiter, mit dem du telefonierst, in dem Moment nicht parat hat. Oder bist ein Pharmaunternehmen, kriegst einen Anruf von deinem Kunden, der seine Nebenwirkungen nicht versteht oder der Beipackzettel ist halb abgerissen oder irgendwas. Und dann kann er halt auch nachschlagen oder kann halt das zusammenfassend vorlesen, die wesentlichen Keypoints, was in Nebenwirkungen halt rausziehen und das halt super schnell. Ich finde halt, also der Avatar, das Visuelle, dass er jetzt seine Lippen bewegt, okay. Ich finde halt das Interessante, dass man das hören kann. Wenn man vielleicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist, mit dem Auto unterwegs ist oder was auch immer und hält dann quasi ein Dokument in die Kamera und das System fasst es zusammen. Also es hat schon tatsächlich einen relativ hohen Reiz. Was wären dann Grenzen? Wo glaubst du, könnte man jetzt das System noch um weitere Sensorik oder weitere Dinge erweitern? Oder ist das jetzt quasi Mit den Modellen, die momentan zur Verfügung stehen, also wir nutzen ja schon sehr kreativ, was wir zur Verfügung haben. Wir nutzen, dass wir Bilder auswerten können, damit können wir sehen. Wir nutzen, dass wir Text auswerten können, damit lassen wir ihn hören. Wir nutzen, dass wir Zahlen auswerten können, damit lassen wir ihn fühlen. So, was könnten wir jetzt noch machen? Eine gute Frage. riechen? Das ist Riechen, noch so genau. noch auf eine Das- Baustelle. Genau. Internet kriegt jetzt das adressiert das Thema Riechen. Super. Ja, was ich ja halt interessant finde, am Ende des Tages wird alles, was irgendwie reinkommt in das System, in Text umgewandelt, ne? Und fließt dann wieder in irgendwelche agentengetriebenen oder was auch immer getriebenen LLMs rein. Das ist halt schon irgendwie interessant. Und diese Mensch-Maschine-Interface-Thematik, die hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Was sehr gepusht wird gerade, ist einer von unseren letzten Talks ja auch das Agententhema, sprich, dass er was machen kann dann auch mit der Information oder was auslösen oder was an Informationen heranholen kann. Aber auch das ist quasi schon abgefrühstückt. Ja, ja, Mal. alles Also gut. das ist alles, ich meine, diese Innovation, dass er jetzt mit der Information, wo ich sage, hier, hol mir mal Informationen über Nagelsmann aus Wikipedia oder sowas, dass die KI dann halt, es ist ja nicht die KI, es ist nachher ein Stück Software, was von Genau. der KI quasi angestoßen wird, was das dann macht. Das haben wir auch schon erreicht, den Punkt. Also wir können jetzt sehen, hören, riechen können wir noch nicht, fühlen können wir können im Internet suchen. Es wird langsam spannend, was wir uns noch ausdenken könnten, was wir da noch machen könnten mit der Technik. Sehr gut, Timo. Also wir haben das System, ist eine Showcase, aber es ist auch über unsere Webseite erreichbar, inusoft.de/Kilian. Wir haben da im Moment eine Zeitlimitierung drin, also die stand bei 2 Minuten. Für die heutige Aufzeichnung haben wir sie weggenommen. Wir werden sie vielleicht auf 4 Minuten erhöhen. Heißt, wenn jemand von euch da draußen das System benutzt und man sieht dann quasi, dass gerade jemand anderes das Werkzeug oder diese Lösung verwendet, einen kleinen Moment Geduld, die Zeitsperre läuft nach 4 Minuten ab und dann kommt sozusagen der Nächste aus der Warteschlange ran und kann das System benutzen. Daran kann man eben auch sehen, ja, ein Benutzer, wie beim Begrenzte Telefonat, Ressourcen. begrenzte Ja. Ressourcen, genau wie bei einem Telefonat. Man kann eben auf einmal nur mit einer Person reden und so ist es hier eben auch. Nutzt es, probiert es aus. Die Kamera, man kann es auch auf dem Handy, ja, Timo ja eingangs schon erwähnt. Also die Handykameras sind ja ziemlich gut. Darüber kann man das mal ausprobieren. Gebt uns Feedback, wie immer haben wir das gerne und am liebsten, wenn das kommentiert wird. Ist auf jeden Fall eine spannende Technologie und wir schauen mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Danke, lieber Timo. Gern. Hab wieder viel gelernt, wie immer.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal.